Lektion 1, Kaffeearoma. Der Duft in diesem Kaffee ist wirklich herrlich. Ich liebe den Duft am Morgen, es ist der beste Start in den Tag. Es versetzt mich in ein Gefühl der Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft. Trinken Sie Ihren Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Ich trinke am liebsten schwarzen Kaffee mit etwas Zucker. Ich mag viel Schaum auf meinem Kaffee. Dieses Kaffee röstet seine Bohnen jeden Tag selbst. Die Qualität schmeckt man mit jedem Schluck. Ich genieße die ruhige Atmosphäre dieses Ortes. Es ist ein toller Ort, um ein Buch zu lesen. Ich lese heute über die Ingenieurskunst des antiken Roms. Das klingt nach einem sehr schwierigen Studienfach. Es ist wirklich sehr interessant und macht sehr viel Spaß. Ich lese lieber moderne Kriminalromane. Jeder hat seinen eigenen, einzigartigen Buchgeschmack. Sollen wir ein kleines Stück Kuchen bestellen? Ein Zitronenkuchen würde gut zum Kaffee passen. Ich gehe zum Schalter und bestelle. Ich werde unsere Plätze an diesem Tisch frei halten. Lektion 2, Frühlingsgarten. Das Wetter wird sehr warm und sonnig. Aktivitäten für jede Jahreszeit im Frühling. Ich genieße Gartenarbeit und das Beobachten der Umgebung. Es ist eine große Freude, die Blumen blühen zu sehen. Ich pflanze rote Rosen und gelbe Tulpen. Im Sommer werden sie wunderschön aussehen. Hast du dieses Jahr einen Gemüsegarten? Ich baue grünen Salat und große Tomaten an. Selbst angebautes Essen schmeckt viel besser als Lebensmittel aus dem Supermarkt. Es erfordert auch viel harte Arbeit. Mir macht die körperliche Anstrengung beim Umgraben von Erde Spaß. Es ist eine gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Die Natur schenkt uns heute viele wunderschöne Farben. Ich helfe dir beim Tragen der schweren Töpfe. Vielen Dank, dass Sie ein so guter Nachbar sind. Wir sollten unsere Ernte im Herbst teilen. Ich werde aus deinen Tomaten einen Salat machen. Ich werde aus meinen Beeren einen Kuchen backen. Die Vögel singen heute sehr laut, John. Sie sind froh, dass der Winter vorbei ist. Lektion 3, gleiche Anerkennung. Dieser Artikel behandelt die Geschichte des Amtes. Von hochkompetenten, aber grob unterbezahlten Frauen, die das Sagen haben, während andere den Fall bearbeiten und die Anerkennung dafür erhalten, aber nicht das Geld. Das war in der Vergangenheit ein sehr großes Problem. Auch heute noch ist dies in einigen Unternehmen ein Problem. Jeder Arbeitnehmer verdient eine faire Bezahlung für seine Leistung. Talent sollte der einzige Grund für Erfolg sein. Wir müssen für gleiche Berechtigung in allen Berufsfeldern kämpfen. Frauen sind in der modernen Welt oft in Führungspositionen. Führung sollte auf Kompetenz und Ergebnissen basieren. Ich möchte für ein faires Unternehmen arbeiten. Sie sollten sich vor Ihrer Bewerbung über deren Richtlinien informieren. Ich werde in den Vorstellungsgesprächen nach dem Gehaltsgefälle fragen. Das ist eine sehr mutige und notwendige Frage. Veränderung geschieht, wenn Menschen ihre Wahrheit laut aussprechen.
Wir müssen uns gegenseitig am Arbeitsplatz unterstützen. Ich möchte eines Tages Manager werden. Du hast die perfekte Persönlichkeit für diese Rolle. Ich werde hart arbeiten, um meinen Wert unter Beweis zu stellen. Erfolg gebührt denen, die integer handeln. Lektion 4, Reisejuckreiz. Ich bin schon zu lange in dieser Stadt. Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Reise zu planen? Ja, ich habe schon lange Fernweh. Wohin denn? Wohin möchten Sie in Urlaub fahren? Ich möchte die alten Städte Italiens sehen. Rom und Venedig sind sehr schön und geschichtsträchtig. Ich möchte richtige Pasta und Pizza essen. Die Geschichte der Gebäude ist ebenfalls sehr faszinierend. Wir könnten in den Sommerferien zusammen verreisen. Wir müssen etwas Geld für die Eintrittskarten sparen. Ich werde ein Reisekonto bei meiner Bank anlegen. Reisen lehrt uns viel über andere Kulturen. Es ist der beste Weg, unseren Horizont zu erweitern. Sollen wir mit dem Zug oder mit dem Flugzeug reisen? Eine Zugreise durch Europa ist sehr romantisch. Wir können die Berge und die grünen Felder sehen. Ich werde mir heute Abend ein günstiges Hotel suchen. Achten Sie darauf, dass es sich in der Nähe des Stadtzentrums befindet. Ich freue mich riesig darauf, dieses Abenteuer zu beginnen. Wir sollten uns einen Reiseführer für die Reise kaufen. Lektion 5, Flussschichten. Die Wände dieser Schlucht sind sehr hoch. Der Fluss hat sich seinen Weg durch viele Gesteinsschichten gebahnt, durch Schichten aus Sandstein und Kalkstein, und dabei seine Form angenommen. Das Wasser hat über 1 Million Jahre eine enorme Kraft. Die Natur ist der größte Architekt der Welt. Man kann die verschiedenen Farben des Gesteins erkennen. Die roten und orangen Schichten sind sehr leuchtend. Es ist wie ein Geschichtsbuch aus Stein. Wir müssen am Rand besonders vorsichtig sein. Der Weg ist sehr schmal und ziemlich rutschig. Ich kann das Rauschen des Wassers hören. Es ist ein sehr entspannender Klang für den Geist. Ich möchte das kalte Flusswasser berühren. Pass auf, dass du nicht in den Bach fällst. Ich werde mich in der Nähe der großen Felsen aufhalten. Wir sollten ein Foto von dieser Aussicht machen. Die Sonne scheint direkt in die Schlucht. Dies ist der schönste Ort, den ich kenne. Ich fühle mich winzig im Vergleich zu diesen Klippen. Es erinnert uns daran, die Natur zu respektieren. Lektion 6, starke Hoffnung. Diese Stadt hat eine sehr lange und traurige Geschichte. Das, was 18 Jahre lang belagert wurde, lebt immer noch mit Vitalität, Kraft, Hoffnung und Entschlossenheit. Die Menschen hier haben ihren starken Geist nie verloren. Sie bauten ihre Häuser mit eigenen Händen wieder auf. Es ist ein Symbol für das Überleben und die Stärke der Menschheit. Wir sollten von ihrem Mut und ihrer Friedfertigkeit lernen. Jetzt sind die Straßen wieder voller Leben. Kinder spielen in den grünen öffentlichen Parks. Es ist ein ganz anderes Bild als früher.
Freiheit ist ein sehr kostbares Gut für jeden. Wir dürfen die Kosten des Krieges niemals vergessen. Bildung kann dazu beitragen, zukünftige Konflikte im Leben zu vermeiden. Ich möchte diese Geschichte mit der Welt teilen. Du solltest einen Artikel für die Zeitung schreiben. Ich werde die älteren Leute in der Stadt befragen. Ihre Geschichten sind sehr wertvoll für unsere Kinder. Wir müssen die Erinnerung an diesen Ort bewahren. Hoffnung ist ein Licht, das niemals erlischt. Ich bin von der Vitalität dieser Stadt begeistert. Lektion 7: Auf Kurs bleiben. Wir haben diesen Monat noch viele Aufgaben zu erledigen. Ja, die Festlegung eines realistischen Zeitplans wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Haben Sie Vorschläge? Wir sollten die schwierigste Aufgabe zuerst erledigen. Das gibt uns mehr Zeit für Details. Ich werde die Arbeit unserem besten Team zuweisen. Wir müssen uns jeden Montag treffen, um den Fortschritt zu überprüfen. Kommunikation beugt späteren großen Fehlern vor. Haben wir für dieses Projekt ausreichend Budget? Ich habe beim Direktor zusätzliche Mittel angefordert. Wir müssen sehr vorsichtig mit unseren Ausgaben sein. Qualität ist wichtiger als hohe Geschwindigkeit. Ich stimme zu, dass wir die Dinge richtig machen sollten. Können Sie den Abschlussbericht bis Freitag fertigstellen? Ich werde bis spät in die Nacht arbeiten, um das Dokument fertigzustellen. Überarbeite dich nicht und bleib gesund. Ich werde eine kurze Mittagspause machen. Ausgewogenheit ist für eine lange Karriere unerlässlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen werden. Unser Team ist sehr intelligent und sehr kompetent. Lektion 8: Haustierabteilung. Dieser Laden ist viel größer, als ich dachte. Und in dieser Abteilung finden Sie auch Hautpflegeprodukte, es gibt sogar eine eigene Abteilung für Ihre Haustiere. Ich muss mir ein Bio-Shampoo kaufen. Ich brauche eine neue Bürste für meine schwarze Katze. Sie führen auch viele verschiedene Marken für Hunde. Meine Katze mag nur die weichen Holzbürsten. Schaut euch dieses bunte Spielzeug für die Vögel an. Menschen lieben ihre Haustiere wie ihre eigenen Kinder. Für das Unternehmen ist das ein sehr großer Markt. Ich werde ein paar gesunde Leckerlis für meine Katze kaufen. Achten Sie darauf, dass sie keinen Zucker enthalten. Sie hält jetzt eine sehr strenge Diät ein. Ich werde nach der Hautlotion suchen gehen. Ich bevorzuge Produkte, die vollkommen natürlich sind. Naturprodukte sind besser für Ihre empfindliche Haut. Wir sehen uns später in der Tierabteilung. Ich möchte die kleinen Aquarien sehen. Goldfische sind sehr pflegeleicht. Ich bevorzuge ein Haustier, das antworten kann. Lektion 9: Ausländische Desserts. Ich liebe es, in verschiedenen Ländern neue Gerichte zu probieren. Das unvergesslichste Dessert, das Sie jemals in einem Café im Ausland gegessen haben. Ich aß in Paris einen warmen Schokoladenkuchen. War es sehr süß und sehr reichhaltig, John? Es war das Beste, was ich je gegessen habe.
Ich aß ein Honiggebäck in einer kleinen Stadt. Türkisches Gebäck ist für seinen süßen Geschmack bekannt. Ich aß es, während ich den Sonnenuntergang beobachtete. Das Essen schmeckt besser, wenn die Aussicht schön ist. Ich möchte lernen, wie man es backt. Das Rezept finden Sie im Internet. Ich muss zuerst ein paar spezielle Gewürze kaufen. Wir sollten eine Dessertparty im Büro veranstalten. Das ist eine sehr tolle und leckere Idee. Ich werde die dunkle Schokolade aus Belgien mitbringen. Ich werde süßen Tee aus Japan mitbringen. Alle werden mit dem Essen sehr zufrieden sein. Gemeinsames Essen ist eine Möglichkeit, Kultur zu teilen. Es bringt die Menschen auf eine schöne Art und Weise zusammen. Lektion 10: Mitsingen. Ich suche ein neues Lied, das ich über meinen Lautsprecher abspielen kann. Welches Lied animiert dich immer dazu, laut mitzusingen? Ich singe immer wieder gerne die klassischen Rocksongs aus den 80ern. Diese Lieder sind auf Partys und Feiern sehr beliebt. Sie haben einen starken Rhythmus und eine sehr eingängige Melodie. Ich bevorzuge moderne Popmusik mit schnellem Rhythmus. Viele Menschen singen gerne zu bekannten Filmmusiken mit. Das stimmt, denn die Liedtexte sind leicht zu merken. Singst du unter der Dusche oder im Auto? Ich singe normalerweise sehr laut, während ich Auto fahre. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, nach einem langen Tag Stress abzubauen. Musik besitzt die besondere Kraft, unsere Stimmung zu verändern. Manche Lieder machen mich sehr glücklich und geben mir viel Energie. Andere Lieder sind langsam und vermitteln mir ein Gefühl von Frieden. Ich möchte ein Lied finden, das jeder kennt und liebt. Wir sollten einen Song auswählen, der aktuell in den Charts im Trend liegt. Das ist eine sehr gute Idee für unseren Nachmittag im Park. Lasst uns eine Playlist mit den größten Hits suchen. Ich drücke jetzt gleich auf Play. Lektion 11: Gesundes Rezept. Dein Mittagessen riecht heute sehr lecker und sehr frisch. Gerne teile ich das Rezept mit Ihnen. Es ist natürlich eine Kombination aus Zucchini. Ich sehe, dass Sie auch gelbe Paprika und Zwiebeln hinzugefügt haben. Es ist ein sehr einfaches und gleichzeitig sehr nahrhaftes Gericht. Verwenden Sie zum Kochen eine bestimmte Ölsorte? Ich bevorzuge Natives Olivenöl extra für einen besseren Geschmack. Ich möchte lernen, mehr Gemüse zu Hause zuzubereiten. Man sollte mit einfachen Rezepten wie diesem hier anfangen. Muss man die Zucchini vor dem Kochen schälen? Nein, es ist besser, die Haut wegen der Vitamine zu behalten. Ich werde morgen auf dem Markt frisches Gemüse kaufen. Für einen intensiveren Geschmack können Sie auch etwas Knoblauch hinzufügen. Knoblauch ist sehr gesund für Herz und Blut. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Kräutern in meiner Küche. Verwendest du dafür frisches oder getrocknetes Basilikum? Frisches Basilikum verleiht dem Gericht ein sehr intensives Aroma. Mir läuft schon beim Zuschauen beim Kochen das Wasser im Mund zusammen.
Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine Portion zum Probieren. Das ist das beste Gemüsegericht, das ich je gegessen habe. Lektion 12, Flughafenkiosk. Wir müssen uns beeilen, denn unser Flug geht in 2 Stunden. Haben Sie unsere Bordkarten ausgedruckt? Nein, wir können am Check-in-Automaten selbst einchecken. Das ist viel schneller als in der langen Schlange zu warten. Wir müssen lediglich unsere Pässe am Automaten scannen. Ich hoffe, unsere Sitzplätze im Flugzeug sind nebeneinander. Wir können unsere Sitzplätze über den Touchscreen auswählen. Ich bevorzuge den Fensterplatz, um die weißen Wolken zu sehen. Ich bevorzuge einen Gangplatz, damit man sich leichter bewegen kann. Müssen wir unsere schweren Koffer jetzt bezahlen? Im Ticketpreis ist eine Tasche pro Person enthalten. Die Maschine druckt jetzt die weißen Papieretiketten. Wir müssen sie an den Griffen unserer Taschen befestigen. Jetzt können wir zum Gepäckabgabeschalter dort drüben gehen. Die Schlange an der Sicherheitskontrolle sieht heute Morgen sehr lang aus. Wir sollten uns beeilen, damit wir noch genug Zeit für Kaffee haben. Ich bin vor langen Flügen immer nervös. Es gibt keinen Grund zur Sorge, denn wir sind pünktlich. Ich werde die Gate-Nummer auf dem großen Monitor überprüfen. Unser Tor ist Nummer 12 im Nordflügel. Lektion 13, Krieger der Antike. Dieses Gemälde schildert einen sehr bedeutsamen Moment der lokalen Geschichte. Es zeigt eine große Kriegergruppe von 1500 Kriegern auf dem Kriegspfad gegen ihre traditionellen Feinde. Die Details ihrer traditionellen Kleidung sind sehr beeindruckend. Diese Krieger waren für ihren großen Mut und ihr Geschick bekannt. Konflikte waren ein alltäglicher Bestandteil des Lebens in der Antike. Sie kämpften, um ihr Land und ihre Familien zu schützen. Die Geschichte wird oft von den Siegern dieser Schlachten geschrieben. Es ist wichtig, die Perspektiven beider Seiten zu untersuchen. Diese Ausstellung zieht täglich viele Studenten und Historiker an. Ich finde die antiken Kriegsstrategien sehr faszinierend. Sie nutzten die natürliche Landschaft, um sich vor dem Feind zu verstecken. Kommunikation war ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil ihres Erfolgs. Glauben Sie, dass die Menschen von heute aus dieser Geschichte lernen können? Wir können etwas über die Bedeutung von Frieden und Diplomatie lernen. Viele dieser Kulturen sind auch heute noch lebendig und florieren. Sie bewahren ihre Traditionen durch Geschichten und Kunst. Ich werde eine neue Beschreibung für diese Anzeige verfassen. Vergessen Sie nicht, das Datum des Friedensvertrags anzugeben. Es wurde im Jahr 1850 unterzeichnet. Lektion 14, die richtigen Werkzeuge. Ich muss diesen alten Stuhl aus meiner Küche reparieren. Ich kann Ihnen helfen, die richtigen Werkzeuge zu finden. Welche Werkzeuge benötigen Sie denn konkret? Welche konkreten Werkzeuge benötigen Sie heute, mein Herr? Ich glaube, ich brauche einen starken Holzleim und einen Hammer. Im 3. Gang haben wir verschiedene Klebstoffarten. Ist das Holz des Stuhls sehr hart oder weich? Es ist aus massiver Eiche gefertigt und daher sehr schwer.
Sie benötigen außerdem einige kleine Nägel zur zusätzlichen Verstärkung. Ich möchte, dass die Reparatur unsichtbar und sehr sauber ist. Um das Holz zusammenzuhalten, sollten Sie eine Klemme verwenden. Wie lange braucht der Kleber, um vollständig zu trocknen? Die vollständige Kaution wird innerhalb von etwa 24 Stunden hinterlegt. Ich werde mir auch Schleifpapier kaufen, um die Kanten zu glätten. Wir haben verschiedene Schleifpapiere von grob bis fein. Ich habe nicht viel Erfahrung mit handwerklichen Projekten. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine neue und nützliche Fähigkeit zu erlernen. Ich hoffe, ich mache den Stuhl nicht noch schlimmer als vorher. Haben Sie einfach Geduld und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Vielen Dank für Ihren heutigen professionellen Rat. Lektion 15: Aktiv bleiben. Du scheinst morgens immer so viel Energie zu haben. Ich versuche, aktiv zu bleiben. Wie sieht es bei dir aus? Ich verstehe, dass es schwierig ist, jemanden zu Ich finden. verstehe, dass es schwierig ist, Zeit für das Fitnessstudio zu finden. Ich wache jeden Tag früh auf, um joggen zu gehen. Ich schlafe lieber noch eine Stunde, bevor die Arbeit beginnt. Schon ein kurzer Spaziergang kann Ihnen helfen, sich wacher zu fühlen. Ich sitze jeden einzelnen Tag 8 Stunden an meinem Schreibtisch. Sie sollten alle 60 Minuten aufstehen und sich dehnen. Nach einem langen Nachmittag fühlt sich mein Rücken oft sehr steif an. Sport kann helfen, die Rumpfmuskulatur zu stärken. Treibst du am Wochenende Mannschaftssport? Ich spiele Tennis mit einer Gruppe von Freunden aus der Gegend. Als junger Mann habe ich Fußball gespielt. Du solltest einem Club beitreten, um neue Leute kennenzulernen. Ich mache mir Sorgen, dass ich mittlerweile zu langsam für Sport bin. Es ist nie zu spät, mit der Bewegung anzufangen. Ich werde versuchen, heute Abend einen Spaziergang zu machen. Das Wetter ist perfekt für einen Spaziergang im Park. Ich werde meinen Nachbarn einladen, mich zu begleiten. Lektion 16: Personalgespräch. Du wirkst heute sehr professionell und sehr selbstbewusst, Anna. Ich bin etwas nervös wegen dieser großen Chance. Ausgezeichnet. Wissen Sie, wer das Vorstellungsgespräch führen wird? Ja, mir wurde mitgeteilt, dass es die Personalabteilung Ja, sein wird. mir wurde mitgeteilt, dass es der Personalmanager und der Direktor sein werden. Sie sollten einige Fragen zur Unternehmenskultur vorbereiten. Ich habe im Internet nach Ihren neuesten Projekten recherchiert. Denken Sie daran, deutlich zu sprechen und guten Augenkontakt zu halten. Ich werde versuchen, ruhig zu bleiben und ehrlich zu antworten. Sie suchen jemanden mit Ihren spezifischen Fähigkeiten. Ich hoffe, Sie wissen meine Erfahrung im Projektmanagement zu schätzen. Sie sind der beste Kandidat für diese Position. Was soll ich sagen, wenn Sie mich nach meinem Gehalt fragen? Geben Sie ihnen eine Gehaltsspanne basierend auf Ihren bisherigen Positionen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich sehr motiviert bin. Ihre positive Einstellung wird Ihnen sehr wohl auffallen. Das Interview beginnt in genau 10 Minuten. Tief durchatmen und an sich selbst glauben. Ich bin jetzt bereit, ins Büro zu gehen.
Ich werde hier warten, um die gute Nachricht zu hören. Lektion 17, Hotelgäste. Ich sah einen sehr schönen Swimmingpool auf dem Dach. Nur Hotelgäste haben Zutritt, das ist verständlich, kann ich meine eigenen mitbringen? Darf ich meine eigenen Handtücher mit in den Poolbereich bringen? Wir stellen allen unseren Gästen am Eingang frische Handtücher zur Verfügung. Ist das Fitnesscenter rund um die Uhr geöffnet? Ja, Sie können das Fitnessstudio jederzeit nutzen. Ich möchte vor dem Frühstück das Laufband benutzen. Die Aussicht von der Turnhalle ist bei Sonnenaufgang wunderschön. Benötige ich einen speziellen Schlüssel, um den Bereich zu betreten? Sie benötigen lediglich Ihre Zimmerschlüsselkarte. Steht ein Trainer zur Verfügung, der bei der Bedienung der Maschinen hilft? Ein Trainer ist von 8 Uhr morgens bis Mittag anwesend. Ich trainiere am liebsten allein in einer ruhigen Umgebung. Am späten Abend ist die Turnhalle normalerweise leer. Ich werde nach meinem Geschäftstreffen heute Abend dorthin gehen. Bitte tragen Sie geeignete Sportschuhe. Ich habe für diese Reise meine Lieblingslaufschuhe mitgenommen. Wir haben auch eine Sauna, in der Sie sich entspannen können. Das klingt nach einem perfekten Tagesabschluss. Lektion 18, gemütliche Hütten. Ich möchte einige Zeit im wilden Wald verbringen. Die Unterkunft im Park bietet gemütliche Hütten zur Miete an. Sind die Hütten mit einer kleinen Küche ausgestattet? Ja, sie haben einen Herd und einen großen Kühlschrank. Wir können unsere Mahlzeiten selbst zubereiten und so Geld sparen. Für die kalten Nächte gibt es außerdem einen Kamin. Das klingt sehr entspannend und auch sehr romantisch. Wir sollten die Hütte mindestens einen Monat im Voraus buchen. Der Park ist in den Sommermonaten sehr beliebt. Gibt es in der Nähe einen See zum Schwimmen und Angeln? In nur wenigen Gehminuten Entfernung befindet sich ein kristallklarer See. Ich möchte auf den Bergwanderwegen wandern gehen. Wir müssen eine Karte und einen Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Gibt es in dem Waldgebiet wilde Tiere? Wir könnten einige Rehe und viele bunte Vögel sehen. Ich werde mein Fernglas einpacken, um sie besser sehen zu können. Ich werde meine Gitarre mitbringen, um am Feuer zu spielen. Das wird ein Riesenspaß für alle. Ich werde jetzt die Verfügbarkeit auf der Website prüfen. Lektion 19, Kunstgalerie. Heute wird eine neue Kunstausstellung eröffnet. Sollen wir mal nachsehen? Klar, warum nicht? Weißt du, ob Sie eins haben? Wissen Sie, ob Sie eine Sammlung moderner Kunst besitzen? Auf dem Schild steht, dass sie lokale Fotografien zeigen. Ich schaue mir gerne Bilder von Stadtlandschaften an. Mittwochs ist der Eintritt für Studenten frei. Das ist hervorragend, denn heute ist Mittwoch. Lasst uns hineingehen und die kreativen Arbeiten betrachten. Die Beleuchtung in dieser Galerie ist sehr professionell. Mir gefallen die großen Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand. Sie fangen die Stimmung der Straßen sehr gut ein.
Erkennen Sie den Künstler, der diese Bilder aufgenommen hat? Ich glaube, sie ist eine bekannte Journalistin in dieser Stadt. Ihre Arbeit ist sehr ausdrucksstark und sehr emotional. Ich möchte einen kleinen Druck für mein Büro kaufen. Sie sollten den Manager nach den Preisen fragen. Ich werde zum Schreibtisch hinten im Raum gehen. Ich bleibe hier und schaue mir die Porträtsektion an. Ich empfinde Kunst als sehr inspirierend für meine eigene Arbeit. Lektion 20, Kinosnacks. Ich habe die Lounge für unsere Filmvorführung vorbereitet. Toll, es ist immer schön, beim Filmegucken ein paar Snacks zu haben. Ich habe mir salziges Popcorn und Schokoriegel gekauft. Haben wir genug Limonade für alle unsere Freunde? Ich habe ein paar Flaschen kaltes Ginger Ale im Kühlschrank. Wir sollten auch einige gesunde Alternativen wie Obst anbieten. Ich werde ein paar Äpfel und Orangen in kleine Stücke schneiden. Welchen Film schauen wir uns heute Abend an? Die meisten Menschen stimmten für den neuen Science-Fiction-Film. Ich habe gehört, die Spezialeffekte seien sehr beeindruckend. Ich bevorzuge Filme mit einer sehr starken Handlung. Dieser Film ist für seine tiefgründigen und komplexen Themen bekannt. Ich hoffe, alle kommen pünktlich zum Start. Ich werde jetzt eine Erinnerung in unseren Gruppenchat schicken. Der Film hat eine Länge von 2,5 Stunden. Wir brauchen eine kurze Pause in der Mitte. Ich werde den Projektor und die Leinwand aufbauen. Die Soundanlage in diesem Zimmer ist sehr gut. Ich bin bereit, die Show zu starten, wann immer du es bist. Lektion 21, Reisemöglichkeiten. Die Technologie hat die Art und Weise verändert, wie wir uns in der Welt fortbewegen. Verwandte und Freunde, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen reisen können. Manche Leute bevorzugen die Geschwindigkeit eines modernen Jets. Andere wiederum genießen das gemächliche Tempo eines traditionellen Schiffes. Züge sind ein sehr beliebtes Verkehrsmittel für Reisen zwischen großen Städten. Sie sind außerdem viel besser für die Umwelt. In manchen Ländern reisen die Menschen noch immer mit dem Pferd. Das ist eine sehr traditionelle und natürliche Art der Fortbewegung. Fahrräder werden in geschäftigen Städten immer mehr zum bevorzugten Verkehrsmittel. Sie tragen dazu bei, den starken Verkehr und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Sind Sie schon einmal mit dem Boot in ein anderes Land gereist? Ich bin einmal mit der Fähre zu einer kleinen Insel in Griechenland gefahren. Der Blick auf den blauen Ozean war wunderschön. Mir war wegen der hohen Wellen etwas übel. Für lange Strecken ist das Flugzeug die bequemste Art zu reisen. Aber während der Feiertage kann es sehr teuer werden. Wir sollten die nachhaltigste Art zu reisen wählen. Zu Fuß lässt sich eine neue Stadt am besten erkunden. Auf den Straßen kann man viele versteckte Details entdecken. Lektion 22, die besten Angebote. Die Flugpreise ändern sich minütlich. Manchmal, aber nicht immer, sollte man beides prüfen, um die besten Angebote zu finden. Sollen wir uns zuerst die Billigfluggesellschaften ansehen?
Sie sind oft günstiger, aber es fallen viele zusätzliche Gebühren an. Wir müssen auch die Kosten für unser Gepäck überprüfen. Manchmal bieten die großen Fluggesellschaften insgesamt bessere Preise an. Ich habe einen sehr günstigen Flug für nächsten Dienstag gefunden. Ist es ein Direktflug oder hat er einen Zwischenstopp? Es gibt einen 3-stündigen Zwischenstopp in einer anderen Stadt. Das wird unseren Reisetag sehr lang machen. Aber wir werden jeweils $200 sparen. Ich denke, der zusätzliche Zeitaufwand lohnt sich. Wir sollten die Tickets jetzt buchen. Moment, wir müssen zuerst die Hotelpreise prüfen. Ich werde einen neuen Tab im Browser öffnen. Die Hotels in dieser Stadt sind ziemlich teuer. Vielleicht finden wir ein günstigeres Zimmer in den Vororten. Wir können mit dem Zug ins Zentrum fahren. Das ist eine sehr kluge Art, Geld zu sparen. Lektion 23, Sicherheitsprozess. Wir haben heute einen Termin mit dem Direktor. Bei Problemen ist es wichtig, mit dem Sicherheitsprozess zusammenzuarbeiten. Ich werde dem Beamten meinen Ausweis zeigen. Wir müssen auch unsere Taschen durch den Scanner schicken. Muss ich meinen Metallgürtel und meine Uhr abnehmen? Ja, alles, was aus Metall ist, löst den lauten Alarm aus. In diesem Gebäude gelten sehr strenge Sicherheitsregeln. Es ist notwendig, die Personen im Inneren zu schützen. Ich verstehe und respektiere das Sicherheitsteam. Der Wachmann überprüft unsere Namen auf der Liste. Wir haben die Erlaubnis, den Hauptaufzug zu benutzen. Unser Treffen findet im 45. Stock statt. Ich hoffe, der Regisseur ist bereit für unsere Präsentation. Wir haben alle notwendigen Dokumente vorbereitet. Ich bin etwas nervös wegen des großen Projekts. Sie sollten selbstbewusst sein, denn Sie sind ein Experte. Vielen Dank für deine freundlichen Worte der Unterstützung, Anna. Zusammen bilden wir ein sehr starkes Team. Lasst uns mit einem Lächeln ins Büro gehen. Lektion 24, Auswirkungen auf den Einzelhandel. Viele Menschen freuen sich über die niedrigen Preise in großen Kaufhäusern. Matching-Grant-Initiativen, was gibt es an Walmart nicht zu mögen? Die Hauptbeschwerde betrifft deren Geschäftsgebaren. Ihr Geschäft schadet oft den kleinen, lokalen Läden. Das ist ein sehr häufiger Kritikpunkt an großen Handelsketten. Sie bieten viele Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung. Aber diese Jobs sind oft sehr schlecht bezahlt. Große Kaufhäuser bieten ebenfalls eine riesige Produktvielfalt an. Es ist sehr praktisch, alles an einem Ort zu finden. Wettbewerb ist ein natürlicher Bestandteil eines freien Marktes. Der Wettbewerb muss aber für alle fair sein. Kaufen Sie bei großen Einzelhändlern oder in lokalen Geschäften ein. Ich versuche, kleine Unternehmen zu unterstützen, wann immer es mir möglich ist. Manchmal ist der Preisunterschied zu groß, um ihn zu ignorieren. Ich schätze die Qualität und den persönlichen Service. Die Regierung sollte zum Schutz kleiner Läden beitragen. Das ist heutzutage ein sehr kontroverses politisches Thema. Wir müssen einen Weg finden, die Wirtschaft ins Gleichgewicht zu bringen.
Die Technologie verändert auch unser Einkaufsverhalten. Online-Shopping ist für alle eine neue Herausforderung. Lektion 25. Kreatives Zuhause. Ich möchte dieses Wochenende ein neues Hobby beginnen. Hey, hast du schon mal kreative Aktivitäten zu Hause ausprobiert? Ich habe überlegt, zu malen oder vielleicht Musik zu machen. Malen ist eine wunderbare Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken. Ich bin nicht besonders gut darin, realistische Dinge zu zeichnen. Sie können abstrakte Kunst mit leuchtenden Farben ausprobieren. Das klingt nach viel Spaß und weniger Stress. Sie benötigen lediglich eine Leinwand und Acrylfarben. Wo kann ich die besten Künstlerbedarfsmaterialien kaufen? In der Nähe der Stadtbibliothek befindet sich ein kleiner Laden. Ich möchte auch gerne aufwendigere Gerichte kochen. Kochen ist eine weitere großartige Form des kreativen Ausdrucks. Ich werde versuchen, ein traditionelles französisches Gericht zuzubereiten. Du solltest mich einladen, deine Kreation zu probieren. Ich richte gerne eine Dinnerpartie aus. Dinge mit den Händen zu erschaffen, ist sehr befriedigend. Das ist besser, als die ganze Nacht fernzusehen. Ich stimme zu, dass ein aktives Leben erfüllender ist. Ich werde nach der Arbeit in den Künstlerbedarfsladen gehen. Lektion 26. Geschenke aussuchen. Ich möchte meiner Schwester ein schönes Kleid kaufen. Könnten Sie mir bei der Auswahl helfen? Was genau suchen Sie? Ich suche etwas Elegantes, aber auch Schlichtes. Bevorzugt sie helle oder dunkle Farben? Sie trägt meist blaue oder dunkelgrüne Kleidung. Dieses Seidenkleid hat einen wunderschönen Blauton. Ich glaube, die Größe könnte zu klein für sie sein. Wir sollten die Größentabelle an der Wand überprüfen. Ich nehme sicherheitshalber die mittlere Größe. Sie sollten sich auch diese Silberketten ansehen. Eine Halskette wäre eine sehr passende Ergänzung. Es ist ein sehr klassisches und zeitloses Geschenk. Gibt es heute einen Neukundenrabatt? Bei Ihrem ersten Einkauf erhalten Sie 10% Rabatt. Das ist ein sehr gutes Angebot für diese Marke. Ich helfe Ihnen gerne dabei, eine schöne Geschenkbox zu finden. Die Präsentation ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Geschenks. Ich werde noch ein Band und eine kleine Karte hinzufügen. Du hast ein sehr gutes Auge für Mode, Anna. Lektion 27. Schulansichten. Die Studentenzeitung hat heute einen neuen Leitartikel veröffentlicht. Die in diesen Leitartikeln geäußerten Ansichten zur Schule und zur Welt stehen manchmal im Widerspruch zur Art und Weise, wie die Schule geführt wird. Es ist wichtig, dass Schüler eine Stimme haben. Meinungsfreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bildung. Manche Lehrer mögen die kritischen Artikel nicht. Sie sollten ehrliches Feedback von den Schülern begrüßen. Die Zeitung berichtet sowohl über lokale als auch über globale Nachrichten. Es hilft uns, über wichtige Themen informiert zu bleiben. Möchtest du einen Artikel für sie schreiben? Ich möchte über Umweltpolitik schreiben. Das ist ein sehr aktuelles und wichtiges Thema.
Ich werde den Leiter der Campus-Einrichtung interviewen. Du solltest auch mit den Studentenvertretern sprechen. Ich möchte eine möglichst ausgewogene Sichtweise präsentieren. Journalismus erfordert viel harte Arbeit und Wahrhaftigkeit. Es ist eine große Verantwortung, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich helfe Ihnen beim Überarbeiten des ersten Entwurfs. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Zeit. Ich glaube, Ihr Artikel wird etwas bewirken. Lektion 28. Lass es raus. Diese Tänzerinnen und Tänzer haben so viel Leidenschaft und Energie. Sie müssen es rauslassen, es ist gut, dass es solche Leute gibt. Kunst ist ein großartiges Mittel, um starke Emotionen auszudrücken. Es verleiht der Stadt ein lebendigeres und dynamischeres Gefühl. Die Menschen sollten die Freiheit haben, sich offen zu äußern. Ich wünschte, ich hätte den Mut, in der Öffentlichkeit zu tanzen. Sie können damit beginnen, in Ihrem eigenen Zuhause zu tanzen. Ich tanze, wenn ich allein in meinem Zimmer bin. Es ist eine gesunde Art, Stress abzubauen. Jeder Mensch braucht einen kreativen Ausgleich in seinem Leben. Manche Menschen schreiben Gedichte oder spielen Gitarre. Diese Tänzer sind sehr talentiert und sehr mutig. Sie teilen ihre Gabe mit der ganzen Stadt. Eine kleine Menschenmenge beginnt sich um sie zu versammeln. Ich werde Ihnen für Ihre Darbietung etwas Geld geben. Das ist eine sehr freundliche und unterstützende Geste. Künstler arbeiten sehr hart daran, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wir sollten mehr Kreativität in unseren Schulen fördern. Ich stimme zu, dass Kunst für die Menschheit unerlässlich ist. Lektion 29. Menschliches Mitgefühl. Wir müssen uns um die Menschen in allen Teilen der Welt kümmern. Dadurch weitet sich unser Mitgefühl auf all jene argentinischen Eltern aus, die All jene Eltern, die ihre Kinder im Konflikt verloren haben. Das Leid ist unabhängig von unserer Nationalität gleich. Wir sollten den Geschichten dieser Familien zuhören. Empathie hilft uns, ihren tiefen Schmerz zu verstehen. Wie können wir Menschen helfen, die so weit weg wohnen? Wir können an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die medizinische Hilfe leisten. Wir können auch über soziale Medien auf das Thema aufmerksam machen. Jede noch so kleine Handlung trägt zu einer besseren Welt bei. Gerechtigkeit ist eine globale Verantwortung für uns alle. Wir müssen uns für diejenigen einsetzen, die keine Stimme haben. Mitgefühl ist die Brücke, die uns alle verbindet. Ich fühle mich dieser Sache sehr verbunden. Wir werden an der Universität eine Spendenaktion organisieren. Das ist eine sehr praktische Art, Unterstützung zu leisten. Ich werde mich jetzt mit den örtlichen Studentenorganisationen in Verbindung setzen. Wir können zusammenarbeiten, um wirklich etwas zu bewirken. Die Menschheit ist in vielerlei Hinsicht eine große Familie. Lektion 30. Gesunder Einkauf. Ich suche nach bestimmten Zutaten für unser Abendessen heute Abend. Gibt es eine Abteilung für glutenfreie Produkte? Ja, sie befindet sich in der Nähe der Abteilung für gesunde Lebensmittel auf der rechten Das ist Seite. sehr hilfreich, denn ich möchte Weizenmehl vermeiden.
Viele Menschen entscheiden sich heutzutage aus gesundheitlichen Gründen für glutenfreie Alternativen. Mir ist aufgefallen, dass die Vielfalt dieser Produkte schnell zunimmt. Der Laden bietet jetzt glutenfreie Nudeln und sogar frisches Brot an. Wir sollten auch etwas Bio-Obst und grünes Gemüse kaufen. Sie befinden sich im ersten Gang in der Nähe des Eingangs. Meinst du, wir sollten irgendwelche besonderen Snacks kaufen? Lasst uns ein paar Reiskuchen oder vielleicht ein paar Nüsse besorgen. Das sind ausgezeichnete Optionen für einen leichten und gesunden Nachmittag. Wir müssen die Etiketten auf versteckten Zucker oder Salz überprüfen. Das Lesen der Etiketten ist eine sehr gute Angewohnheit. Es hilft uns, genau zu verstehen, was wir jeden Tag essen. Ich bin froh, dass dieser Laden das gesunde Essen so gut organisiert. Dadurch wird das Einkaufserlebnis deutlich schneller und angenehmer. Wir haben jetzt alles auf der Liste, außer dem Wasser. Die Wasserflaschen befinden sich im allerletzten Gang. Ich werde mir einen großen Vorrat für die Woche besorgen.